Um den Klimawandel zu erforschen und genauere Umweltprognosen zu erstellen, sind detaillierte Daten der Erdoberfläche notwendig. Aktuell werden diese Daten häufig durch Satellitenradare erfasst. Dies ist aber sehr aufwendig und die Satelliten sind oft nicht verfügbar. Das Corato-Forschungsprojekt verfolgt dabei einen komplett neuen Ansatz. Mit speziellen Radarsensoren ausgestattete Drohnen, die in einem Schwarm fliegen, beobachten die Erdoberfläche. Dabei werden enorm große Datenmengen erfasst, aus denen dann Abbildungen der Umgebung erstellt werden. Um Gebiete wie Wälder oder große Flächen aus Eis zu beobachten und zu analysieren, lassen WissenschaftlerInnen diese von Drohnenschwärmen überfliegen. Die mit Radarsensoren ausgestatteten Drohnen nutzen dabei ein völlig neues Messprinzip, bei dem nicht nur ein Sensor alleine misst, sondern mehrere Sensoren gemeinsam die Messungen vornehmen. Darüber hinaus gibt es aktuell viele weitere spannende und herausfordernde Forschungsfragen. Zum Beispiel, wie man Sensoren miteinander vernetzt, wie diese Daten dann zwischen den Drohnen ausgetauscht werden und letztlich die Frage, wie aus diesen Daten eine gemeinsame Abbildung der Umgebung erstellt werden kann. Wenn wir Messungen mit unseren Drohnen durchführen wollen, davon haben wir 3 Stück zurzeit, fahren wir hierher. Hier haben wir ein extra Drohnenfluggelände. Wir bauen dann unsere Drohnen erstmal auf, lassen sie dann in die Luft und dann können wir mit diesen Drohnen und unseren Radarsensoren Messungen durchführen. Unter anderem können wir damit auch Klimadaten erfassen, um die Veränderung der Umwelt über längere Sicht beobachten zu können. Also nachdem wir im Feld waren und unsere Messdaten gesammelt haben, müssen wir die Datensätze auf den Rechner laden und lassen da unsere Signalverarbeitungsalgorithmen über die Daten laufen, um auch die Informationen zu extrahieren. Dadurch, dass man den Bereich transformiert, kann man sich das tatsächlich also auch in zweidimensionalen Bildern oder sogar dreidimensionalen Punktwolken sichtbar machen. Wir schauen uns in unseren Radarbildern an, wie der Boden beschaffen ist. Zum Beispiel, wenn wir Abbildungen von Gletschern machen, also über Gletscher fliegen, und schauen, wie dick ist das Eis noch an dieser Stelle, wie entwickelt sich es auch über die Zeit, um so auch einen Eindruck vom Klimawandel zu bekommen. In dem Corato-Projekt sollen mehrere Drohnen gleichzeitig betrieben werden als gesamtes Radarsystem und dabei ist die Zahl der verwendeten Radarsensoren aber offen, also es können prinzipiell beliebig viele verwendet werden. Bevor wir rausgehen aufs Feld und draußen Messungen machen können, gehen wir in die Antennenmesskammer. Jede einzelne Drohne wird hier kalibriert und vermessen, damit nachher im Feld die einzelnen Systeme zusammenarbeiten können. Die Komponenten müssen dabei perfekt aufeinander abgestimmt werden, damit Messungen mit diesem System überhaupt möglich sind. Das ist ein ambitioniertes Projekt, wo man sich natürlich auch zusammentun muss, um wirklich voranzukommen. Und einer alleine schafft es nicht und genauso ist es mit den Drohnen eben auch. I'm from abroad, not from Germany, and the atmosphere here is really good in the project and with the teammates, so it's really nice and it's a very good place to work. We have every day new challenges, new obstacles to overcome in order to finally achieve Corato objective at the end. We have some online meetings and also we sometimes gather together to have face-to-face meetings and all of them are nice because we learn a lot from each other.